Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den DeWalt DCC18N Akkukompressor an und vergleichen ihn mit den anderen Marken, die ich bis jetzt getestet habe. Wir starten gleich mit den Maßen. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von ca. 9 mm. Er ist um die 35 cm lang und komplett ausgeweitet um die 50 cm. Insgesamt ist er um die 28,5 cm lang, hoch ist er um die 24,5 cm und die Tiefe beträgt ca. 12,3 cm. Die LED ist, wie ihr sehen könnt, super brauchbar, 112.000 Lux, ist super hell, das funktioniert auch gut, super. Kommen wir zum Leistungstest. Ablassen ist relativ schlecht mit dem Ventil, aber wie ihr sehen könnt, das gefällt mir super bei dem, die Einstellung, und das zeigt auch gleich an, wie viel er dann auch erreicht hat oder wie viel Druck drinnen ist. Wie ihr sehen könnt, je niedriger die Zahl, desto mehr ist es auch, desto mehr wird angezeigt unten links bei der relativen Druckanzeige. Das gefällt mir super. Nun starten wir den Leistungstest. Also Bedienung super, Leistungstest ist auch nicht schlecht, wie ihr sehen könnt, steigt schon ordentlich an. Nach 5 Minuten haben wir ungefähr, ihr seht, der Reifen wird größer und das Auto hebt sich vorne, weil natürlich ein Bar viel zu wenig ist bei so einem großen Auto, und ja, funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Nach 5 Minuten erreicht er eben 2,9 Bar, den habe ich auch nachgemessen mit dem AEG, zeigt genau das gleiche an. Also da sagt er 2,98. Natürlich bleibt noch ein bisschen Restdruck übrig und dann natürlich auch den AEG drauf tun. Ein bisschen verliert man auch beim Wechsel, aber ja. Da sehen wir nun gleich die Lautstärke vom DeWalt Kompressor und den Ton. Schaltet euch gleich ein. So, kommen wir zum Leistungsdiagramm. Wie ihr sehen könnt, ist der DeWalt Akkukompressor der DCC018N bei 2,9 Bar nur. Das verstehe ich nicht ganz, sollte eigentlich weiter oben sein, aber es ist so wie es ist. Er ist eigentlich im Leerlauf stärker, aber er wird schwächer, komischerweise, aber er wird gar nicht heiß, heißt er ist für den Dauereinsatz ausgelegt. Ich habe keine Werte gefunden, wie lange er an sein darf, ohne dass man ihn ausschaltet zum Abkühlen, aber bei einem amerikanischen YouTuber habe ich gesehen, 20 Minuten an, 10 Minuten aus, was super ist. Bei Gewicht in Gramm gehört er zu den schwereren Kandidaten, heißt 2,5 Kilo. Ohne Akku ist halt auf der schweren Seite wie der eine Precisito. Er hat aber auch ein 12 Volt Kabel und das macht ihn wahrscheinlich auch schwerer, und er ist auch gleichzeitig ein Kompressor, der auch eine Hochvolumen-Luftfunktion bietet und somit ein 2-in-1 Gerät ist, was per 12 Volt oder per Akku betrieben werden kann. Lautstärke in dB schlägt sich der DeWalt sehr gut, 84 dB ist der drittniedrigste Wert, das ist super, das gefällt mir auch, aber trotzdem wie bei jedem Kompressor, die sind einfach relativ laut alle, aber auf jeden Fall gehört er zu den leiseren, das gefällt mir super. Im Vergleich zur Leistung ist er relativ leise, das gefällt mir auch wirklich gut. Kommen wir zum Rang der Kompressoren. Da ist der DeWalt der drittletzte Platz. Ich würde einfach mal behaupten, das ist durch meine Bewertung so entstanden. Wieso? Weil er relativ schwer ist und relativ teuer. Deswegen ist er auch auf dem drittletzten Platz. Insgesamt ist er von der Leistung 76, ist er auf jeden Fall deutlich weiter oben. Auch von der Lautstärke ist er sehr viel weiter oben wie die anderen. Und wichtig ist zu nennen, meine Tabelle stellt ihn einfach schlechter dar, als er eigentlich ist. Er ist eigentlich deutlich besser, wie er dargestellt wird.
Problem ist halt, so sagen die Werte, die ich angenommen habe, heißt Preis, Lautstärke, Gewicht. Das macht ihn schlecht, also Lautstärke macht ihn gut, aber Reichweite sowieso, aber halt die Leistung ist nicht ganz so gut, aber man hat halt die 20 Minuten, die er laufen kann. Das macht halt einen großen Unterschied bei der Anwendung und er wird halt nicht heiß. Zweitens ist auch das Gewicht gar nicht so schlimm eigentlich. Für jemanden ist komplett unwichtig, dann ändern sich die Werte komplett oder der Preis ist jemandem wurscht, dann ist er halt viel höher. Für mich ist es ein guter Kompressor. Wir sehen können, das Kabel ist super verstaubar, der Druckluftschlauch ist gut verstaubar, der Hochvolumenschlauch ist gut befestigt, die Displays sind gut, die Tasten fühlen sich gut, dann die Druckeinstellung funktioniert schnell und gut, die LED ist sehr, sehr gut, Leistung ist in Ordnung, er kann 20 Minuten verwendet werden, alle Adapter sind dabei, er kann Luft ansaugen, aussaugen wie alle und die Maße sind auch in Ordnung. Für mich ist es einfach ein guter Kompressor. Dann nochmal kurz die gemessenen Werte. Wir sehen können beim Schlauch, ohne Schlauch, die Luftgeschwindigkeiten beim Volumen 30,8 km/h im Leerlauf 2,5 Kilogramm, 56 Minuten hält er mit einem 5 Ampere-Stunden Akku, 2,9 Bar hat er beim Test geschafft. Das finde ich komisch eigentlich. Ich hätte mir gedacht, dass er mehr schafft, weil 30 km/h im Leerlauf, aber irgendwie ist doch weniger geworden. 20 Minuten an, 10 Minuten aus, bin ich mir nicht sicher, steht nichts in der Bedienungsanleitung, aber habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen. Alle Kompressoren sind unten verlinkt. Wenn es was vorhabt, auf Amazon zu kaufen, würde ich mich bedanken, wenn es über einen Link von mir macht, egal was es kauft. Unterstützt den Kanal, mir unterstützt es und dann kann ich schneller und besser Videos machen. Und ja, ich bedanke mich fürs Schauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Servus, danke, ciao.